Was bedeutet es eigentlich, wenn jemand einen anderen an der Schulter berührt oder auf die Schulter tippt? Heute möchte ich mit dir in die faszinierende Welt der Körpersprache eintauchen und einmal die Geste der Schulterberührung erklären. Herzlich willkommen in meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Nicole Krieger. Ich bin Moderatorin, Kommunikationsexpertin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg. So eine Schulterberührung, das ist ja eine ganz kleine Geste und doch kann sie eine Menge über die Beziehung zwischen zwei Personen aussagen. Und je nachdem, wie der Kontext ist, kann sie auch ganz verschiedene Botschaften übermitteln. Und ganz ehrlich, ich kann es nicht immer leiden, wenn mir jemand die Schulter berührt und bei manchen freue ich mich regelrecht. Und ich möchte dir hier einmal erklären, was die Schulterberührung eigentlich alles aussagen kann und in welcher Situation du wachsam sein solltest. Was die Geste bedeutet, hängt total von den Umständen ab und auch davon, wie gut sich die beiden kennen und auch noch davon, mit welcher Intensität da jemand an der Schulter gepackt wird. Ja? Ist es nur einfach so ein leichtes Drauftippen oder so ein leichtes Arm um die Schulter legen oder ist das schon irgendwie etwas intensiver? Und so hat dann eben die Geste jeweils eine unterschiedliche Bedeutung und der kulturelle Kontext, der darf auch nicht vergessen werden. In manchen Kulturen nämlich wird das Berühren der Schulter als unangemessen beurteilt. Zum Beispiel in Japan. In der japanischen Kultur, da wird ja sehr großer Wert auf persönlichen Raum und physische Distanz gelegt. Insbesondere, wenn sich zwei Leute nicht kennen oder eben nicht miteinander verbunden sind. Und wenn du da unerwartet und ungebeten jemanden an der Schulter berührst, dann verletzt du damit absolut die persönlichen Grenzen dieser Person. Ich möchte dir mal ein paar Beispiele geben, wie diese Geste hier bei uns interpretiert wird. Also zum einen ist das Arm auf die Schulter legen natürlich eine tröstende Geste. Das siehst du zum Beispiel bei Trauerfeiern oder wenn jemand einen Misserfolg hatte. Ja, da kann das schon echt trösten, wenn du jemandem deinen Arm um die Schulter legst. Und das heißt, ich unterstütze dich, ich bin bei dir, ich bin solidarisch. Dann kann die Schulterberührung natürlich auch ein Zeichen der Unterstützung sein. Das kannst du total oft beim Sport sehen, ja, wenn sich die Fußballer irgendwie so den Arm auf die Schulter legen oder wenn der Trainer seinen Schützling irgendwie unterstützt und ihm Kraft geben möchte kurz vor dem Wettkampf, ja, dann berührt er ihm auch schon mal gerne die Schulter. Die Geste kann natürlich auch als Zeichen von Einigkeit interpretiert werden. Ja, also nehmen wir mal an, das ist so eine Betriebsratsversammlung oder eine andere Versammlung, wo Menschen miteinander zusammenkommen, die dieselben Ideen haben oder dieselben Wünsche oder dieselben Anliegen. Wenn der eine dem anderen da auf die Schulter tippt, dann kann das auch so verstanden werden wie, ja, ich bin bei dir, ich bin ganz deiner Meinung. Ja, Körpersprache ist ja ein großer Teil davon, wie wir miteinander kommunizieren, also was wir senden und was bei uns ankommt. Und wenn das ein Thema für dich und gegebenenfalls für dein Team ist, dann schau doch gerne mal bei uns vorbei. Wir haben da tolle Trainings, die euch unterstützen können, besser zu kommunizieren. Die Schulterberührung kann auch eine Geste sein, um Aufmerksamkeit gewinnen zu wollen. Also wenn der eine dem anderen auf die Schulter tippt, dann kann das heißen, hey, ich will auch mal zu Wort kommen oder Achtung, hierfür möchte ich jetzt mal deine Aufmerksamkeit haben. Das kannst du gelegentlich mal sehen in Diskussionsrunden oder bei so Projektmeetings, aber ich würde da immer sehr vorsichtig sein. Also wenn sich zwei Menschen, die sich eigentlich nicht besonders gut kennen oder sich eben nicht vertraut sind, gegenseitig an der Schulter berühren, dann finde ich das immer so ein bisschen die Verletzung der persönlichen Grenze. Ich würde das nicht machen. Ich würde das auch nie bei öffentlichen Diskussionsrunden empfehlen, wenn du da als Gast eingeladen bist, weil du Expertin oder Experte bist. Und wenn du da nicht zu Wort kommst, dann gibt es ganz andere Methoden, sich das Wort zu nehmen oder zu unterbrechen, aber bitte nicht
andere Menschen in der Diskussion an der Schulter berühren. Und dann kann die Schulterberührung natürlich auch eine Geste der Dominanz und der Macht sein. Und das beobachte ich öfter mal bei Vorgesetzten, also bei Führungskräften, bevorzugt bei männlichen. Und ich möchte dir das hier mal zeigen und deswegen kommt mein Kollege Tobias mal mit ins Bild, der mal zeigt, wie das männliche Vorgesetzte gelegentlich machen. Hallo, ja. Also wenn die Hand so am Oberarm oder auf der Schulter von oben kommt, dann heißt das, er möchte hier sagen, er ist hier der Chef im Raum, er ist in der Hierarchie über mir. Dankeschön, Tobi. Das heißt, wenn dir das im Alltag passiert, dass dir deine Führungskraft, dein Vorgesetzter die Hand auf den Arm legt oder auf die Schulter, dann weißt du, er möchte Kontrolle über dich haben und er möchte dir signalisieren, er ist hier oder sie ist hier der Chef im Ring. Und ich würde dann immer gucken, dass ich wieder auf Augenhöhe komme. Und du kannst natürlich auch sagen, dass du das nicht möchtest, dass du an der Schulter berührt wirst. Und zu guter Letzt ist die Schulterberührung im privaten Kontext natürlich immer auch eine freundschaftliche Geste, ein Zeichen der Verbundenheit und da finde ich sie eigentlich am allerschönsten.